Mit dem neuen Gebäude OWP 12 sprechen wir natürlich als Dresden Sommer für Nachhaltigkeit, für Innovation und auch für begrünten, lebenden Elemente in den Gebäude bringen, um die Urbanität auch ein bisschen aufzulockern. Also hier haben wir eine sogenannte wandgebundene Begrünung. Wir haben eine Gesamtfläche hier von ca. 100 Quadratmetern. Wir haben hier primär wintergrüne Arten, das heißt, wir haben auch über den Winter eigentlich ein relativ attraktives Bild. Wenn man sich das mal anschaut in der Planung letztendlich, sieht das Ganze dann so aus, das sehen wir hier auch schon, obwohl es jetzt noch in einem sehr, sehr frischen Zustand ist. Und diese vertikalen Streifen sind immer wieder durchbrochen von den einzelnen Arten und wiederholen sich immer wieder. Wir haben hier eine bewachsene Fassade, dementsprechend haben wir ganz großen Augenmerk auf die zu verwendenden Materialien gelegt. Wir müssen natürlich schauen, dass wir eine Dauerbewässerung umsetzen, dass die Pflanzen auch den grünen und den lebenden Charakter erhalten und nicht verbrennen im Hochsommer. Dementsprechend haben wir mehrere Zisternen, um Regenwasser zu sammeln, auf dem Dach untergebracht, können im Freispiegelgefälle dann entsprechend bewässern. Und das vorher schon angesprochene Vlies, das wir hier auch zum ersten Mal in nicht brennbarer A2-Materialform einbauen, um die Nichtbrennbarkeit auch über die hohe Fassade von über 12 Meter gewährleisten zu können. Wichtig ist natürlich auch jetzt hier in der Stadt Stuttgart die zukünftige baurechtliche Rahmenbedingungen, wo auch begrünte Fassaden vorgesehen werden müssen. Und wir wollen hier schon auch den Mustercharakter bauen und sagen, wir können mit verschiedenen Pflanzen, auch Ganzjahrespflanzen und nur teilblühende Pflanzen, auch verschiedene Bilder von solchen Fassadenformen darstellen. Also in der Kombination einer Grünfassade mit PV-Fassaden sehen wir eigentlich nur eine Win-Win-Situation, weil durch die Versiegelung natürlich, die es in den Dächern zwangsweise gibt, durch die flächenförmige Anordnung von Photovoltaikelementen, werden ja große Anteile der extensiven Begrünung dort entfallen. Wir können aber quasi die Natur zurückholen an die Gebäude, indem wir dann auch Fassaden begrünen. So haben wir einen Win-Win-Effekt von Photovoltaik und begrünten Fassaden, wo wir das Gesamterscheinungsbild von den Gebäuden und auch die Anteile von wirklich extensiven oder intensiven Flächen im Gebäude mindestens gleich halten können, obwohl wir dann Photovoltaik auf den Dächern bauen. Und wenn sowas mal sauber etabliert ist, dann ist es auch so, dass sich ein natürliches Gleichgewicht einstellt. Also zum Beispiel Vögel, die auch Insekten fressen, so wie im klassischen Naturraum auch. Wir gehen fest davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren enorm stark entwickeln wird. Wir merken, dass das politische Interesse sehr stark wächst. Es wird mehr und mehr verstanden und gesehen, was für Leistungen eigentlich Pflanzen für uns erbringen. Und wie stark wir als Menschen davon auch im urbanen Raum profitieren können. Das heißt, wir müssen Pflanzen, wenn wir als Menschen, als Stadtbewohnende den Nutzen von den Pflanzen haben wollen, müssen wir sie an freie Flächen anbringen. Das entweder aufs Dach, was ich von hier oben auch schön sehe, oder eben an die Fassade. Und das sind natürlich Aspekte, die wir vor allem jetzt in der Nachverdichtung von Großstädten ganz nach vorne heben wollen als Dresden Sommer. Auch hier ein Vorreiter sein und zeigen, es geht auch, man kann auch große Flächen als begrünte Fassaden bauen. Und somit wird das Erscheinungsbild der Großstadt in Zukunft ganz anders aussehen, als wir das bislang können.